Hallöchen und herzlich willkommen zu diesem Muster. Nachdem ihr eine Kette angeschlagen habt für euer Projekt, zählt ihr diese einmal durch und die Maschenanzahl sollte teilbar durch 7 plus 4 Maschen mehr sein. Und dann kommen wir auch schon zur Reihe 1. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen für die Höhe eines Stäbchens, machen einen Umschlag und lassen die optische erste Masche frei, denn die gehört zu den Steigeluftmaschen, und gehen in die zweite hinein und häkeln dort ein Stäbchen. In die nächste und übernächste Masche auch nochmal ein Stäbchen häkeln, sodass wir insgesamt 4 Stäbchen haben. Die Steigeluftmaschen zählen als erstes Stäbchen 1, 2, 3 und mit den Steigeluftmaschen sind es 4. Als nächstes brauchen wir 4 Luftmaschen. Lassen 3 Maschen frei und häkeln in die 4. Masche ein Stäbchen und in die darauf folgenden 3 Maschen auch nochmal jeweils ein Stäbchen, sodass wir auch hier wieder 4 Stäbchen hintereinander gehäkelt haben. So sollte es aussehen. 4 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und ab der 4. 4 Stäbchen hintereinander häkeln. Vier Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und ab der 4. wieder 4 Stäbchen hintereinander häkeln. Und so wechseln nun die ganze Reihe. 4 Luftmaschen, 3 Maschen freilassen und wieder 4 Stäbchen ab der 4. Masche häkeln. Der Reihe müsstet ihr so rauskommen, dass ihr die letzten 4 Maschen mit jeweils 4 Stäbchen behäkelt und somit die Reihe beendet. Und so sollte es dann aussehen. Das war Reihe 1. Kommen wir zur Reihe 2. Reihe 2 beginnt wieder mit 3 Steigeluftmaschen für ein Stäbchen und nun häkeln wir Stäbchen über Stäbchen. Wenn ihr anstatt hier oben in diese Masche, in diese Verkreuzung, in dieses kleine Herz einstecht, einfach mit dem Nadelkopf drauf, habt ihr 3 Schlaufen auf der Nadel und stecht sozusagen mittig in dieses Stäbchen ein. Wenn ihr mal schaut, es ist genau mittig drin. Umschlag, anstatt hier oben in die 2 Maschen, hier vorne auf dieses kleine Dreieck einfach mit dem Nadelkopf draufdrücken, 3 Schlaufen auf der Nadel und ein Stäbchen häkeln. Und so häkle ich dann über die ersten 4 Stäbchen meine Stäbchen. Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen und diese 3 sind wunderschön mittig eingestochen. Als nächstes eine Luftmasche. Eine Luftmasche freilassen, hier darauf achten, die kann sich etwas zusammengezogen haben, aber ihr könnt ja auch einmal zählen, 1, 2, 3, 4. So, und in die zweite Luftmasche stechen wir ein und häkeln eine feste Masche. In die dritte Luftmasche stechen wir ein und häkeln eine feste Masche. Dann machen wir eine Luftmasche, einen Umschlag und häkeln über die nächsten 4 Stäbchen jeweils ein Stäbchen.
Und dann sollte es so aussehen. Eine Luftmasche und dann von der Kette die erste Luftmasche freilassen und in die zweite Luftmasche eine feste Masche häkeln und in die dritte Luftmasche eine feste Masche häkeln. Dann eine Luftmasche machen und mit einem Umschlag wieder über die nächsten 4 Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. Und so nun immer im Wechsel. 4 Stäbchen über die 4 Stäbchen und über die Kette machen wir eine Luftmasche, häkeln in die zweite und in die dritte Masche, also in die beiden mittleren Maschen jeweils eine feste Masche hinein, machen dann wieder eine Luftmasche und häkeln über die 4 Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Und am Ende der Reihe häkeln wir über die letzten 4 Stäbchen jeweils ein Stäbchen, wobei das letzte über die Steigeluftmaschen der Vorreihe kommt, indem wir in die dritte Steigeluftmasche von unten angezählt einstechen und das letzte Stäbchen hineinhäkeln, um einen schönen geraden Abschluss zu haben. Und das war Reihe 2. Kommen wir zu Reihe 3. Reihe 3 beginnt auch mit 3 Steigeluftmaschen. Steigeluftmaschen bleiben über Steigeluftmaschen und wir häkeln über die nächsten 3 Stäbchen jeweils ein Stäbchen. Danach wieder eine Luftmasche, über die erste feste Masche eine feste Masche häkeln. Danach über die zweite feste Masche eine feste Masche häkeln, eine Luftmasche und über die nächsten 4 Stäbchen wieder jeweils ein Stäbchen häkeln. Also diese Reihe ist genauso wie die Reihe davor. Danach wieder eine Luftmasche, über die erste feste Masche eine feste Masche häkeln, über die zweite eine feste Masche häkeln, eine Luftmasche und wieder rüber über die 4 Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. Und so sollte es dann aussehen. Und so nun im Wechsel die ganze Reihe. Als nächstes wieder eine Luftmasche, über die beiden festen Maschen jeweils eine feste Masche häkeln und danach mit einer Luftmasche rüber und über die 4 Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. Und am Ende der Reihe wieder über die letzten 4 Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln, wobei das 4. dann wieder über die Steigeluftmaschen der Vorreihe kommt, indem wir in die dritte Steigeluftmasche von unten angezählt einstechen und mit einem letzten Stäbchen die Reihe beenden. Und das war Reihe 3. Kommen wir noch zur 4. und letzten Reihe, und zwar die Wiederholung von Reihe 1. Wir beginnen mit 3 Steigeluftmaschen wieder für ein Stäbchen und häkeln über jedes der 3 Stäbchen
ein Stäbchen, sodass wir optisch wieder unsere 4 Stück haben. 4 Luftmaschen und rüber über die nächsten 4 Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. Vier Luftmaschen und direkt rüber über die nächsten 4 Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. Und so sollte es dann aussehen. Und so die ganze Reihe. 4 Luftmaschen und über die 4 Stäbchen jeweils ein Stäbchen häkeln. Hier am Ende der Reihe über jedes der 4 letzten Stäbchen ein Stäbchen häkeln und das 4. häkeln wir dann in der 3. Steigeluftmasche von unten angezählt aus der Vorreihe. Haben somit einen schönen geraden Abschluss und Reihe 4 damit beendet. Als nächstes folgt wieder Reihe 2 mit 4 Stäbchen, einer Luftmasche, 2 feste Maschen in die Mitte der Kette, eine Luftmasche und 4 Stäbchen. Danach gefolgt von Reihe 3, auch wieder mit 4 Stäbchen, einer Luftmasche, 2 feste Maschen, jeweils in die festen Maschen der Vorreihe, eine Luftmasche und 4 Stäbchen. Und dann folgt wieder Reihe 1 bzw. Reihe 4, indem wir 4 Stäbchen häkeln, 4 Luftmaschen, 4 Stäbchen, 4 Luftmaschen, 4 Stäbchen. Ein ganz simples Muster, was aber auf Masse richtig toll aussieht. Wie kleine Schleifchen, die das Ganze zieren. Ich hoffe, euch macht das Muster genauso viel Spaß wie mir. Ich nehme euch jetzt natürlich noch ein bisschen dabei mit, wie das Ganze wächst, damit ihr auch auf Fläche seht, wie das optisch rüberkommt. Ansonsten vergesst nicht, eure Bewertung da zu lassen. Lasst die Nadeln glühen und ich hoffe, wir hören uns zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.